Ah, hatte ich heute nicht angemacht. Ah, mit 1 DD, 2 Tank, 2 RMs. 2 RMs bringt 2 RMs so viel, außer du hast vielleicht einen AOE-RM und einen Support-RM. Aber wenn du sowieso nur 1 DD hast, meine guten Backup-RM zu haben, ist auf jeden Fall nie verkehrt. Gerade wenn du die Slots hast dafür. Ja, das Ding ist halt leider, es ist halt auch nur sehr begrenzt, dass es sich lohnt, ne? So abgesehen von den Fragmenten, drop-technisch, es lohnt sich halt nicht, hier wirklich als Gruppe irgendwie reinzugehen, was halt schade ist, so, ne? Das ist halt wie bei Red Meteor, bei CW und sowas, was irgendwo CW ja Gilden-Content ist. Aber was willst du da mit eine Gilde reingehen? So, das bringt halt nichts. Leute wasten eventuell noch Power-Ups oder sowas, im schlimmsten Fall, aber bekommen ja nichts raus, was Wert hat. So, es wird ja nicht automatisch belohnt da oder sowas, wenn du mit mehreren Leuten reingehst. Also, es war halt bei Fleip schon immer so. Am besten bist du dran, wenn du es alleine schaffst, ne? Oh, wow! Ein Red Drop. Zwei sogar. Regal Komai Mace, den Skin habe ich schon. Und ein Cage Key mit. Wir haben einen Skin gedroppt. Das Thema, am meisten Sinn macht es halt, wenn du es alleine schaffst, weil jetzt brauche ich mir den Skin nicht mit irgendwem teilen, den Erlös davon. Weiß zwar nicht, wie viel der bringt. Aber das ist bei jedem Content so, sobald es Leute gibt, die es allein schaffen. Ja, naja, klar, aber wie könnte man das halt machen, dass sich das auch für andere Spieler immer lohnt? Ich meine, so ein Quest, Repeatable Quest ist da ja schon mal ein ziemlich guter Ansatz. So, ne? Durch den Midkey haben, nehmen wir natürlich die Lane hier. Fängt schon an, du spielst mit mehr als einem Char bei WoW oder wird es nicht vorstellbar, außer du machst natürlich Multiboxing, was aber eher seltener ist. Ja, und hier ist halt das Spiel so designt, dass du das ja machen musst, um ein gutes Spielerlebnis zu haben. Also du musst es ja machen, weil ein One-on-One-Blade, ein Jester, eigentlich jede Klasse, außer der Ringmaster selber, ist ja abhängig von von Buffs, vom Assist, vom Support. So. Und das ist halt auch kein angenehmes Spielerlebnis. Das habe ich mit meinem Jester auf 140 durch. Ich weiß es aus erster Hand, dass es nicht angenehm ist, wenn du sagst, okay, ich versuche einfach auf andere Spieler, mit anderen Spielern zu spielen. Also ich suche mir jedes Mal, wenn ich die Zeit habe, mal zu leveln und mal Lust habe zu leveln, fange ich erstmal an, irgendeinen zu suchen. Ich hatte so viele Ringmaster in der Freundschaftsliste. Ich habe mir alle sofort immer bei meinem Jester in die Freundschaftsliste aufgenommen. Dann, sag ich mal, kann man vielleicht bei mir auch noch den Boni sehen. Ich war dazu auch noch Streamer. Denke mal, vielleicht viele haben auch gerne dann mit mir zusammen gelevelt, um sowas beim Stream dabei zu sein und so, was jetzt Ringmaster betrifft. Und trotzdem hat es mich einfach abgefuckt und genervt. Jedes Mal, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt leveln, ich muss jetzt erstmal jemanden suchen. Ich muss im Notfall, wenn ich niemanden rankriege, niemand in der Freundschaftsliste online ist, der irgendwie leveln möchte, den ich schon alle immer gefragt habe, muss ich sogar noch Bullshout benutzen und sowas alles, um wirklich jeden einzelnen, der irgendwie vielleicht erreichbar ist, anzusprechen. Und es war halt einfach kein angenehmes Erlebnis am Ende des Tages dann gewesen. Jo. Ja gut, da waren einfach zu viele, 3 auf einmal, zu viele von diese Dingsons. Edge. So, ne, also das komplette Spiel ist halt irgendwo dahingehend ja so entwickelt, dass man Multi-Client machen muss. Das Buff nur nice to have ist, aber noch nicht. Ja, das Buffs sollten schon cool sein. Ringmaster sollte seine Daseinsberechtigung haben als Support-Klasse mit HC, vielleicht auch mit GT und sowas. Oder Moonbeam, dass es nice to have ist. Aber eine Klasse sollte auch ohne funktionieren können. Zum Beispiel, indem man halt einen Klassen, abgesehen vom Skilltree an sich, vielleicht sowas wie ein, ja, weiß ich nicht, so ein extra System einbringt, wo du halt Hitrate, ATK-Speed, wie so ein Sternzeichensystem oder irgendwie sowas, dass du halt bestimmte Werte noch steigern kannst, zum Beispiel dein ATK-Speed, Hitrate, Crit-Rate und sowas.
Vielleicht Kritrate nicht unbedingt, aber dass du es einfach so halt steigern kannst. Aber ich habe es hier so oft erlebt, dass Ems rumgeflogen sind und gefragt haben, ob man gemeinsam levelt. Echt? Ich habe nur erlebt, dass die einfach so ungefragt einfach zum Spawn kommen und sich einfach AFK ranhängen. Ob man gemeinsam levelt, die Frage kam da eigentlich nie. Wir haben einfach nur, ohne zu fragen, sich einfach nur rangehangen. Das Game ist einfach schon 1 Jahr, 4 Monate draußen, wie schnell die Zeit vergeht. Jo, das stimmt. Universe ist jetzt schon jetzt länger 1 Jahr alt. Bald 1,5 Jahre alt. Ja. Ich sag mal, in der Zeit ist auch viel passiert. Leider hätte es, wenn man es von Project M oder wie ich ja sogar von flyforfun.io Zeiten, aber mainly eigentlich, wo das meiste ja so passiert ist, zu Project M Zeiten, das eigentliche Potenzial, was daraus am Ende geworden ist, bisschen schade. Dennoch von Gala, vielleicht PC-Zeiten, wenn man Project M wegdenkt und seitdem Flight Universe da ist, weil wenn man vielleicht PC ansieht, die Entwicklung doch ganz okayisch ist. Hier Potenzial wurde zwar verschenkt, aber trotzdem sind viele Sachen ganz cool. Und es ist halt einfach das bessere Fly-PC halt. Und tatsächlich auch, wenn es so Richtung Duping und sowas alles, so Sachen, wo ich viel Angst davor hatte, klar, Bots ist kacke, zerstört die Wirtschaft schon zerstört, aber Gott sei Dank gibt es kein Duping. So, dass es keinen Schwarzmarkt gibt, auf den du massig günstig A-Karten kaufen kannst, Beautifies kaufen kannst und sowas alles, ist zum Glück ja hier nicht der Fall. Also hier sind halt wirklich seltene Gegenstände, auch seltene Gegenstände. Oder massig A-Pets, ich meine perfekte Pets kaufen kannst und so. Es gibt halt hier einfach nicht so. Es gibt vielleicht so eine Handvoll perfekte Pets oder Pets, die vielleicht nur einen Makel haben mit einer Nummer, die nicht perfekt ist oder sowas. Aber ansonsten sind hier wirklich sehr viele Sachen wirklich halt extrem selten noch. Was ich ganz cool finde. Und auch die Inflation, daran merkst du halt auch, dass hier Duping nicht so ist. Klar, die Inflation war zeitlang manchmal etwas schlimm gewesen und doll gewesen, aber so insgesamt ist die Wirtschaft doch relativ stabil, was jetzt so Penja F-Coin betrifft. Auch Borodeng zum Beispiel über die Jahre oder seit dem Release ist es relativ stabil. Also meiner Auffassung nach. Gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen zu, aber ich finde es okay. Ich habe jetzt hier ein paar Tage gespielt auf Borodeng, habe damit jetzt über 1 Milliarde gefarmt. Von der Milliarde kann ich mir relativ viele Sachen schon kaufen, wenn es jetzt Protect-Rollen sind oder sowas. Also es geht schon okay. Aber in jedem Game, wo man nur Leveled Monster kloppt, gibt es Bots, kann man kaum was machen, meine ich. Wahrscheinlich schon, ja. Ist wahrscheinlich schon schwieriges Unterfangen, das zu kontrollieren. Es ist halt nur schade, ne, dass dadurch halt die Wirtschaft zerstört wird und Leidtragende sind ja dann am Ende vor allem auch die Free-to-Play-Spieler, weil die Sachen, meine ganzen Chars sind schon wieder disconnected, habe ich gesehen, weil die ganzen Sachen, die natürlich farmen, die Power Dices und sowas alles, die haben dann keinen Wert und das sind ja genau die Sachen dann, wovon Free-to-Play-Spieler eigentlich profitieren können, wenn sie dann viel spielen, Power Dices farmen, dass sie halt zum Beispiel nicht selbst upgraden brauchen, weil sie geupgradete Spiel eher kaufen und die ganzen Power Dices ja dann schön verkaufen können auf dem Markt für To-Progress-Spieler, die sich dann halt die Power Dice kaufen, S-Protects kaufen, upgraden und so. Zerstört es ja leider so das Spielerlebnis dann für viele Casual- und Free-to-Play-Spieler. Die Milliarde kannst du aber vermutlich auch nur farmen, weil du so OP-Equip hast. Klar, in dem Fall ja.
Mit dem Standard-Equipment bekommt man nicht mal die Hälfte hin. Ja, ist richtig, das stimmt. Aber ich sag mal, man muss halt dazu sehen, dass ich aber auch schon spiele seit Release des Spiels. Und ich glaube, wenn man aktiv seit Release des Spiels spielt, dann braucht man kein Standard-Equipment haben. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Events und sowas zu farmen. Aber da sind sie halt auch wieder an dem Trichter, dass sie halt ziemlich bekloppte Events machen, wo halt manche Sachen Soul-linked sind, was halt auch keinen Sinn macht. Also zum Beispiel Star-Fragmente aus dem Himmel, die zu farmen, das farmt halt kein Bot. So, das könnte man als ein super Event machen für Free-to-Play-Spieler und Casual-Spieler, das zu farmen und halt auf den Markt zu schmeißen, um damit Geld zu verdienen. Wenn halt der Wiedereinstieg bzw. Neuanfang ist sehr schwierig, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt schon. Das stimmt. Auf jeden Fall. Man muss halt fairerweise sagen, dass Wiedereinstiege, Neuanfänge bei Live Universe also halt überhaupt nicht belohnt sind. Man auch halt dann natürlich, wenn man nicht aktiv durchspielt, ja, dann ist halt natürlich der Progress insgesamt auch sehr schwierig, ne? Eine Pause von einem Monat, 1, 2 Monate kann man immer mal machen, aber wenn man natürlich so, weiß nicht, halbjährlich, vierteljährlich mal einen Monat spielt und dann wieder 2, 3 Monate Pause, ja, kann man, ich weiß nicht, ob man sich dann halt auch beschweren kann, dass halt das Spiel dann so unfair ist und dass man halt nicht vorankommt. Ja, das Game ist halt natürlich so, dass man halt viel grinden muss und wenn man darauf keinen Bock hat, dann in den Endgame-Bereich dann zu kommen, ist natürlich schwierig. Hat halt zur Hälfte Beziehung keine Zeit gefühlt, kann sich das nicht mehr aufholen, beziehungsweise ohne viel zu cashen, weiß ich aktuell nicht, wie ich wieder aufschließen kann, was mir gerade echt den Spielspaß raubt. Kann ich schon verstehen. Wird aber bestimmt, das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, irgendwann wieder so ein Server kommen, FWC-Server, wo wieder wir alle von vorne anfangen werden, wo wieder besondere Raids sind, besondere Verhältnisse, besonderes Equipment farmbar ist. Ich denke mal, dieses Format werden sie wahrscheinlich öfter bringen. Vielleicht passt es da bei dir besser. Ansonsten, wenn du gerne Live spielen wollen würdest, könnte ich dir halt nur raten, gerade auf lange Sicht gesehen, das ist vielleicht auch für viele andere Sachen im Leben halt eigentlich eine ganz coole Einstellung, nicht das große Ganze sofort zu sehen, dass du das jetzt machen willst und haben willst, sondern einfach klein anfangen und kleine Ziele. Vielleicht vorher aufschreiben, was kleine Ziele sind und das machen. Und ja, als lange Sicht ist schon klar dein Ziel. So habe ich das zum Beispiel beim Streaming und sowas alles gemacht. Ich habe auch nicht sofort mir alles so komplett so sofort gekauft und gemacht, sondern ich habe nacheinander, oder muss ich leider kicken, ich muss meine anderen Chars hier wieder inviten, die alle disconnected sind, das schlägt auf. Ich habe halt beim Streaming auch einen Monat habe ich mir ein Mikrofon, beziehungsweise davor schon angefangen, wo ich von Project M anfange und theoretisch, dass ich streamen wollen würde, ich hatte weder einen Computer, weil ich war eigentlich denn mehr so der nur Handy-Mensch und habe noch eine Playsee. So, Michael Reborn muss ich leider wieder kicken. Sorry. Ich muss da mit Longshot schon rein. Ja, und habe halt dann Monat für Monat habe ich erstmal einen Computer. Das hat schon mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich den Computer fertig hatte. Und dann Streaming-Setup und sowas, das habe ich auch alles ganz, ganz langsam nach und nach gemacht. Und das ist eigentlich auch so das Richtige für Live. Alles langsam nach und nach machen, aber dafür konstant bleiben. Dafür halt trotzdem immer ein bisschen machen. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal eine Woche keinen Bock hat oder wenn man mal einfach keine Zeit hat und sowas alles. Ist ja klar, ganz verständlich, ist bei mir auch so. Sommer habe ich auch 2 Monate lang nicht gespielt gehabt. Keine Zeit gehabt, aber dann habe ich danach halt einfach normal weitergemacht. So. Ein Vega kostet nur 350 Euro. Wenn man jetzt sofort von 0 auf 100 gleich alles haben will, dann ja. Aber das ist halt auch vielleicht ein ungesunder Ansatz, wenn man die Mittel dafür halt nicht hat.
Sollte ich als AOE-Blade eher auf die Mods gehen oder auf Dev-Block? Dev bzw. Block gehst du ja unabhängig von. Also da reicht als AOE-Blade einfach deine Deck-Skalierung. Da brauchst du nicht extra noch, meiner Meinung nach, auf Schmuck gehen. Weil du erreichst mit deiner Deck-Skalierung früher oder später sowieso Maximum-Block. Also bringt dir das Speedius zum Beispiel nichts und Defense hat ja auch nicht so den hohen Value. Wenn du blockst, dann sind die Hits nicht so groß, dass die Defense da sehr viel bringt. Außer im Early-Bereich, wenn du da auffällig doll strugglest, könnte man das vielleicht in Erwägung ziehen, aber ich würde davon jetzt erstmal nicht ausgehen. Willst du nicht nebenbei noch Mental Coach Trainings anbieten? Ja, sollte ich eigentlich machen, oder? Mit Live. Ich verstehe deinen Ansatz und finde den auch gut, aber für mich ist es halt die Frage, wieso überhaupt spielen, wenn ich den Anschluss aktuell nicht schaffen kann. Aber was ist denn für dich der Anschluss? Also was willst du denn? Das ist ja die Frage. Willst du heute anfangen und morgen, nachdem du angefangen hast, Guild Wars spielen? So, oder was ist denn, was ist der Ansatz zum Spielen? Also woran empfindest du Spaß bei Fly? Oder, weil ich finde, es ist auch oft, was bringt dir das jetzt, wenn du jetzt sofort unbegrenzt F-Coins aufladen könntest, spielen könntest oder jetzt sofort da sein würdest, wo du dich siehst? Zum Beispiel beim perfekten Charakter. Was willst du dann machen? Dann ist das Spiel langweilig und du verlierst die Lust daran, weil du hast ja alles so. Oder ist halt die Frage, worin siehst du dich? So, der Weg ist doch das Ziel, oder? Das normale Spielen. Okay, so jeden Monat 800 Max. Bro. Ich bitte dich hier nicht so eine Lowballing und mich hier so schlecht dastehen zu lassen, als ob ich ein Geringverdiener wäre, okay? Dann, wenn das jetzt noch einmal vorkommt, muss ich dich leider aus dem Stream auch ausschließen, weil ich will nicht meinen Ruf wegen dir jetzt hier schädigen lassen, dass ich ein Geringverdiener wäre. Aber halt zusätzlich durch Schichten und Familie das Problem, fast nur online zu sein, wenn alle anderen arbeiten, daher fast alles solo machen muss. Ja, das ist halt bei mir auch so. Ich ja auch in Schichten arbeite. 7-Tage-Schichten, auch einen Sohn habe, Familie, worum ich mich kümmern muss, ist natürlich alles immer schwierig und man hat schnell natürlich Situationen, wo man sagt, okay, ich bin K.O., ich habe keine Zeit, ja, ist auch totally fine, so, ne? Nun muss man dann entweder versuchen, sich damit abzuschließen und zu sagen, okay, dann ist Fly halt das ganze Spiel MMORPG, was halt sehr spiellastig ist und zeitintensiv ist, dass man halt aber sagt, okay, man hat dafür keine Zeit. Ja, oder man macht halt, wie gesagt, dann ist es halt so, dann hast du halt in der Woche deine 4 bis 6 Spielstunden und die nutzt du dann halt und spielst und das halt auf Jahr gesehen kommt da halt trotzdem viel zusammen auf Dauer, wenn man halt nicht sagt, okay, ich muss jetzt sofort alles haben. Aber dein Progress, den verlierst du ja nicht. Das Level, was du gemacht hast, hast du gemacht. Die XP, die du bekommen hast, die hast du bekommen. Das Item, was du dir gekauft hast, das hast du dir gekauft. So, das ist da. Wenn du jetzt von Anfang Release bis jetzt, selbst wenn du nur wenig gespielt hättest, aber es wäre ja da, dein Progress wäre da. Du wärst jetzt wahrscheinlich trotzdem 120 plus und hättest ein solides Equipment oder wärst vielleicht sogar trotzdem Max-Level, selbst wenn du nur sehr wenig gespielt hättest. Weil du halt kontinuierlich dran geblieben bist, so. Im Grunde macht doch vielleicht gerade den Progress aus. Das finde ich auch so. Am Ende macht es das doch aus, so, ne? Red Drop einmal. Dass du einmal irgendwo startest, als Vagrant in Flaris mit nichts und irgendwann quittest du, weil du das Spiel hast. Und in 5 Monaten hast du wieder Bock und startest wieder als Vagrant in Flaris. Nee, aber das ist es so halt, ne? Entweder man schließt dann halt irgendwo damit ab, aber dieses immer wieder, naja, jetzt habe ich wieder Bock und habe aber gerage-quittet und alles auf dem Schwarzmarkt verballert und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Und das macht man dann 5 Mal in einem Jahr. Ja, ist klar, dass man nicht vorangekommen ist. So.
Aber da jetzt Tipps zu geben, außer macht das halt eben nicht, dann macht ihr lieber keinen Stress. Und dann ist gut. So. Wenn dein Lebenslauf sowieso davon geprägt ist, immer wieder zu Rage-Critten und nach einem Jahr wieder neu anzufangen oder nach einem halben Jahr, weil du wieder Bock hast, dann sollte man halt da gucken, woran hat es gelegen. Woran hat's gelegen? Ja gut, woran hat gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat gelegen? Und man das vielleicht ausbessern sollte. Ich habe noch einen FWC-Server. Ich denke mal, nächstes Jahr kann ich mir gut vorstellen, dass wieder so ein FWC-Server kommt, ja. Am Ende einfach immer dranbleiben, nicht Rage-Critten und sowas alles. Wenn man weiß, man hat die letzten zig Jahre sowieso immer wieder Bock auf Live bekommen, immer wieder gespielt, dann spielt man das halt einfach weiter. Und wenn du halt mal 2 Wochen keine Zeit, keinen Bock hast, dann hast du halt 2 Wochen halt keine Zeit und keinen Bock und machst danach weiter, wenn du mal wieder Zeit hast. So, der Char bleibt doch da. Dein Progress bleibt doch alles da. Es verschwindet ja nichts einfach so. Oft ist das Problem halt einfach der Kopf selber. Dass man sich selber dann irgendwie einen Druck macht und sagt, nachher, jetzt bin ich nicht Max-Level und da. Der ist aber jetzt schon da und da. Aber der ist jetzt vielleicht da und da. Aber in einem halben Jahr oder in einem Jahr ist er nicht mehr da und du könntest schon weiter sein als er. Absolut an meiner Situation schuld, stimme ich dir vollkommen zu. Finde nur frustrierend, wenn ich dir gönne zu sehen, dass du jetzt da 1 Milliarde farmen könntest und ich in der gleichen Zeit 100 M gemacht hätte. Aber ich denke mal, so schwierig. Das ist natürlich extrem. Die Situation bei mir, und ich kann dir aber auch nicht sagen, wie viele das machen, abgesehen von mir, mit dem Solo-Farm. Ja, aber man muss halt auch dazu sehen oder dazu sagen, was halt aber auch andererseits investiert wurde, die Equipments herzustellen. Das Gute ist, die kamen halt wirklich von FWC-Server, wo es wo es einfacher war. Patrick, jetzt auf jeden Fall zum Kill. Ich hoffe, du hast was Gutes bekommen. Ja. Man muss halt sagen, es ist halt auch erarbeitet, ne? Dieses jetzt mit Penya Farm. Und ist mir auch nicht in den Schoß gefallen. Ja, was ist denn? Holt irgendwas nicht hin? Ja, okay, hier haut irgendwas nicht hin. Water, Electric. STR, Party, ich habe Leader. Link Attack ist an. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Ist das irgendwas Wichtiges? Nee. Ja. Ja, und man muss halt auch dazu sagen, Familie, Verantwortung, Arbeit, je nachdem, wie sehr man da drin ist, wie viel Verantwortung man auch bei Arbeit hat, abgesehen von Familie, bleibt halt einfach keine Zeit für irgendwas, großartig für Spielen und Spaß und sowas alles. Bei mir ist es glücklicherweise mit Arbeit so, es ist zwar Schichtarbeit mit 7-Tages-Schichtwochen und bei mir ist auch mit Nachtschicht. Ich komme damit eher weniger gut klar. Ich bin danach ultra gerädert, kein Bock irgendwas zu machen. Da ist die Anstrengung schon für Familie, mich zu kümmern, ist ultra anstrengend, kräftezehrend. Dann nebenbei noch irgendwie zu sagen, okay, ich setze mich dann noch irgendwie total verdattert mit nur 2-3 Stunden Schlaf-Intus am 5. Tag pro Tag sozusagen noch hin, streame, mach Videos, schneid Videos zurecht, editiere die, lade die hoch. Bei mir ist es halt, ich mache das halt leidenschaftlich ultra gerne und freue mich, das einfach machen zu können und auch
mittlerweile bin ich ja so, dass ich sage, okay, das kommt auch gut an. Ich weiß, dass es welche gibt, die gucken sich das auch gerne an und so. Bei mir ist halt mit Arbeit, Gott sei Dank muss ich, abgesehen von meinen 8 Stunden, die ich da leiste, sonst keinen Gedanken mehr daran weiter verschwenden. Das ist jetzt nicht so wie meine Partnerin, die stellvertretende Kita-Leitung ist. Die schleppt auch Arbeit mit nach Hause und sowas alles. Das ist bei mir nicht so. Also ich kann da total abschalten und mich dann zum Beispiel auf Familie und Hobby und sowas konzentrieren, wenn ich die Zeit dafür habe. Und das hilft mir auch am Ende des Tages, bei dem Spiel halt einfach weiter durchzuziehen und zu bleiben, weil ich ja das Hobby mit Content-Erstellung für das Spiel halt auch weitermachen möchte. Und motiviert mich natürlich da auch irgendwo beim Spiel auch am Ball zu bleiben. Und nicht zu quitten. Hätte ich jetzt zum Beispiel das Ganze mit Content machen für Flive nicht und der ganze Spaß, den ich dabei habe, könnte es natürlich sein, dass ich auch Flive Universe schon längst nicht mehr spielen würde. Wäre sehr, sehr, sehr plausibel. Ja, das ist halt zum Beispiel so ein Ding, was mir hilft, einfach bei Flive immer am Ball zu bleiben, weil ich halt auch den Stream habe, euch habe und sowas alles und mir das halt einfach total Spaß macht.